Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute sind wir in Berlin auf der Pure & Crafted. Und schaut mal, den Scheiß haben wir dabei. Ich glaube, geht mal mit rein. Das ist erstmal unser Gespann. Erst einmal mit Stollenreifen. Guckt euch das an. Sieht schon mega aus da, ne? Richtig TÜV-konform jetzt. Ne, der Reifen hat Profil. Da haben wir unseren Stand. Das Allerwichtigste ist, Allerwichtigste ist, wir wollen kein Flyer mehr verteilen. Deshalb gibt es solche QR-Codes. Dann, hast du den schon mal gesehen? Der Fitti vom Hasel Rodeo. Mega, oder? Da hinten ist die grüne, frisch vom Erzberg gezogen. Eine kleine neue T-Shirt-Kollektion. Ja, und dann halt kleiner Auszug aus den Teilen, die wir im Programm haben. Man muss es mal probieren. Man weiß vorher nicht, wie es wird. Ne? Also die Kotflügel, unseren Ölwandzwischenring, Unterfahrschützer, Schalthebel. Und jetzt gehen wir aber raus, weil unseren Scheiß können das ganze Jahr sehen. So, okay. Jetzt gucken wir mal, wer da neben uns ist. Hallo. Oh, ihr habt einen Ventilator. English, when? Good. Ah, my new friend. Hello, where have you come from? Italy. Yes. And which part from Italy? In the middle of or? Near Bologna. Bologna is a sauce. Sauce? Yeah. Rimini. Rimini. Yes. Old for the old boxer or for the new one? Actually, for the 90, Yes? there you can see like, and that one is like the R 1200 GS. And there we make like also pieces here. You can see like the covers we make. Yeah. And then you can transform it in like this bike. And also here you can see like the exhaust, the bags. And this one you produced by yourself? Yes. Okay. Good. It's like an IKEA kit for motors. Like an IKEA kit for motors. IKEA kit, yes, ja. Gut, das wollte ich haben. You don't need to cut or like. Also without fun. Yes. You can also remount it to the original one. Cool. If you like. Ah, this is my bike here. Here, look. Oh, I have the gas tank for the old bike from my service. Let them produce. Yeah, this is like the vintage. Vintage look. Wow. We make an Enduro Boxer meeting every August in Germany. Yes. Where? Schweinfurt is near Würzburg, in the middle of Germany. Ah, okay. It's the right place to show a bike like this and to make videos. It's a racetrack. But we can talk tomorrow. Hello. 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 How are you? Good. Good? Just arrived. Yeah, I see it. No? You're looking for your... For the clutches. Yeah. How many millimeters? You used 8, yeah? We use 10. 10, And this is 12 then maybe. 12. 12. Yeah. And it's okay to drive? Yes. Actually, I used one size smaller. I don't remember. It's Ja. something 9 point something. Okay, gehen wir da drauf. Das ist Renats Beach Shop aus Estland. Tallinn, direkt in Tallinn. Yeah. Directly from Tallinn. Du kannst ein bisschen Deutsch, oder? Ein bisschen Deutsch? Kein Deutsch? Sorry, Gar kein... no German. Sorry. Wir kennen uns vom Jürgen, von Rex Brasser Motoren. Und der junge Mann, der kauft bei uns die Kupplungen und die Motorenteile, aber das weiß er, glaube ich, gar nicht. Yeah. Die Parts for the engines and the clutches. Yeah. Und macht sehr schöne Motorräder. Sieht gut aus, ne?
So it was very busy winter. Yes. We actually started to build those bikes end of February. Beginning of, and now we are 4. One is in a car. You must take a look at this one because this is very special. Also die kommen echt von Estland dahergefahren, das ist ganz schön weit. How many kilometers to Berlin? 1600 Kilometer, 1600 Kilometer, da sind wir mit unseren 500 echt gut bedient. Ne? Why do you not use my long swing arms? Because this one looks better. Oh, ja, you will learn it in future. Guck mal da rein. Maybe you start to learn from us. Ah, no, not these bikes. Also ich sehe da Rahmenmodifikationen für die Federbeinaufnahme. Und ich sag dir, ich sag, das wird mit einer langen Schwinge noch geil aussehen. Da haben sie Teil vergoldet. Aber ist doch cool. Die muss es auch geben, die Buben. So, jetzt gucken wir mal da vorne zu dem Bierkönig. Zu dem Bierkönig, gehen wir mal. Ich bin immer so frech, ne? Ist voll schlimm, oder? Ja, voll. Aber ich kann das nicht ändern. So. Grüß Gott, jetzt machen wir es nochmal offiziell. Grüß Gott. Wie geht's? Wie geht's? Sehr gut, geht's? Wo geht denn die Muggeleise? Hinten in der Ecke, warte. So, was treibst du da? Aufbauen. Und was baust du auf? Mein Stand. Was kann man bei dir kaufen? Kaufen. Kaufen nichts mehr, alles nur zum Spaß. Machst alles nur zum Spaß? Alles nur zum Spaß. Was sagt der Frau dazu? Die muss damit leben. Die muss damit leben. Wie viele Kinder hast du? 2. 2. Und was sagen die dazu? Ja, die müssen auch damit leben. Mensch, hey. Kriegen die Tabletten früh, dass sie ruhig sind? Nee. Die haben ja auch viel Spaß damit. Okay. Ja, Fahren die auch Motorrad? ja ein bisschen. Kleine Ja. Elektrobikes. Weil denen ist der Krach und Auspuff laut zu laut. Ja. Die fahren Elektro. Was machst du dann 2035? Elektrofahren. Gute Antwort. Hast du schon geübt? Hatte ich schon mal jemand gefragt, oder? Nee. Nicht? Nee. Ich werde jetzt gar nicht drauf kommen. Ne? Ich habe mir eine gute Frage ausgedacht, habe das gemerkt. Nee, also erzähl mal, das Motorrad stellst du da jetzt vor? Genau, richtig. Weil wir machen gerade so ein Behind the Scenes, das ist immer ein schöner, wenn halt alles aufgebaut ist. Was ist das? Das ist Hommage quasi an den alten Herkules. Herkules, ja, weil er der Herkules-Tank ist, der kleine da, ja. Ich wollte damals ein Motorrad bauen, wo die Sitzbank kleiner ist als der Hinterreifen. Und die Sitzbank war zuerst da gewesen, habe ich das Motorrad gebaut und hat jetzt ausgedient, hat eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ja. Und deswegen habe ich Nachfolger gebaut. Wie viel Prima 5S hast du in Schlachten müssen, dass du so einen schönen Dank gefunden hast? Ich habe 3 Stück, 3 verschiedene Farben, also waren alle okay. Okay. Ja. Genau. Voll schade, ne? Schlechter. Geh mal hin, zeig mal. Schaut gut aus. Das ist der Tank, oder? Das ganze Motorrad. So. Das ist der Wanderpokal vom letzten Rennen 2019. Was gewinnt man da? Track Racing? Oder? Sprint Racing, ja. 8. Meile. 2 Zylinder, luftgekühlt war das gewesen. Ja. Genau. Paris-Dakar-Motor drin, ja. 900 Kubik. Ein echter Paris Ja. Motor. Ja, Wie viel Leistung hat er? 160 PS jetzt. Das war der Anspruch an die Kardanwelle damals. Genau, das ist eine 850er Kardanwelle, die ist verstärkt, also stärker 850er, schwere Schwungmasse drin. Ja, optimal, also Motor ist echt stabil. Das ist meiner Meinung nach der stabilste Motor, Boxermotor, den es gibt, ja. 850er. Wie bist du an den rangekommen? Ja, ehemaliger Arbeitskollegen, den es heute nicht mehr gibt. Ja, aber eigentlich, wenn ich da jetzt ein Motorrad aufbauen will für so ein Rennen, dann nehme ich doch den größten. Oder gab es da Reglement Nee, da oder gab's ein sowas? Reglement. Okay. Ein Reglement, 4 Ventiler, unter 1000 Kubik. Ja. Und dann hatten wir ja diese 900 cc Paris-Dakar-Motoren gebaut. Ja. Und da bin ich damals noch an Karl Punkratz rangekommen, an so einem Motor, und deswegen steckt er jetzt da drin. Ja, und den kann man gut aufladen mit dem Lachgas. Ja, 160 Newtonmeter Drehmoment, 180 manchmal, ja, je nachdem. Aber 160 PS und läuft stabil. Aber du hast der 1100er Schwinge drin gehabt, oder? Ja, erst 1100er Schwinge, aber da habe ich viele Probleme gehabt mit dem Getriebe. Alte Getriebe, ja, schlecht synchronisiert, schlechter Zustand, immer Gangsprünge gehabt. Und deswegen das neue Getriebe und deswegen jetzt auch neue Schwinge drin. Okay. Ja. Kardanwelle abgeschert, das hast du mir ja gemacht. Ja, ja. Genau. Fährt man da 0-100 oder Viertelmeile? Das Teil 0 auf 200 Meter, über 200 km/h, weit unter 5 Sekunden. Ja. Also ist Was stabil. wiegst du? 95, aber das brauche ich wegen Traktion.
Ach so, du frisst nur so viel, dass... Genau, deswegen sind die Fußrasten so weit hinten. Ja, das Körpergewicht geht der komplette Fußrasten ins Zentrum vom Hinterrad und deswegen habe ich Traktion. Ganze Oberkörper liegt auf dem Tank drauf. Null Federung, ja, also kein Federbein vorne wie hinten, weil jegliche Art von Federung und Tempo nimmt Energie auf und ich brauche die Energie zum Vorwärtsfahren. Haben die anderen Kollegen haben Federungen drin? Zum Teil, der mittlerweile auch, ja. Kann man gut abstimmen, aber ich mache es über einen Reifenluftdruck. Ja. Genau. Fährt 0,5 Bar hinten ungefähr, der 0,4 ungefähr. Hast du dann so Nägel drin oder so? Oder klebst du die? Nix. Das sind richtige Dreckgräsreifen. Okay. Ja, also die kleben schon von alleine, ja. Nee, in der Felge? Nee, nix. Noch nie gehabt, dass sie durchrutschen. Ich habe das ständig. Wenn du dran denkst, rutschen sie so. Nee, überhaupt nicht. Ohne Reifenhalter geht ja gar nichts. Nee. Hast du nix, ja. Außer, Cool. dass der Luftdruck abfällt, aber ansonsten. Den mittlerweile fahre ich auf 0,6 Bar. Der hat hinten Dämpfung drin, ja. Aber es ist abgestimmt mit der Firma Wilbers und der funktioniert auch sehr gut. Ich glaube, das ist eine schnellere Bike hier. Ja. Also das ist eigentlich jetzt so, hat er ja alles so platt gemacht, was auf dem Markt war. Der auch. Hat er noch die Verkleidung gehabt hier oben. Ja, Achilles sozusagen. Und deswegen haben wir dieses Jahr mal eine Hommage gebaut an den Herkules 2. Der ist jetzt in Rente gegangen. Der hat alles, wie gesagt, der hat seinen Dienst erfüllt. Was fährt der sonst so in der Klasse mit? 4 Zylinder? Nee, alles Zweizylinder. Ja, hauptsächlich luftgekühlt in der Klasse war das gewesen. Mittlerweile haben wir ein eigenes Reglement gemacht, jetzt eine eigene Rennserie gegründet, Rocket Race Club. Silence of Sprint ist keine Historie, aber wir leben das einfach weiter, weil wir mit diesen Bikes einfach fahren wollen. Und da ist hauptsächlich Zweizylinder, semi-luftgekühlt auch, also das ist ja auch ein semi-luftgekühlter Motor, Teil Wasser, Teil Luftgekühlt, aber hauptsächlich Zweizylinder, ja, und Dreckgrill-Style. Genau, und dann schnell müssen sie sein natürlich. Ja. Okay, danke schön. Ne? Ja, bitte. Dankeschön. Und immer weiter essen, weißt wegen der Traktion. Ne? Logisch. Halte ich mich jetzt dran. Für daheim, wenn die Mutti fragt. Traktion. So Jungs, der ist fast so groß wie ich. Ne? Wie viel wiegst du? Weniger wie du. Ja, erzähl Ich bin mal. ja ein bisschen größer wie du. Ja. Ja, 111. 111 Kilo, also habe ich heute mal weniger. Ich bin unter ihm, diesmal, aber nur diesmal. Ich habe 7 Kilo abgenommen, Wegen Erzberg. weil ich so krank war. Ich habe Corona, deswegen bin ich so nah dran. Und Affenpocken. Aber die kriegst du jetzt von mir. Das ist der Hubert. Der Hubert Hart von Hartech. Neu-Ulm ist es, ne? Nix. Nichts mehr, wie heißt es da unten? Das ist Schwäbisch, ja, aber Alb, Schwäbische Alb. Ja, wie heißt der Ort? Ja. Baden-Württemberg, Nein. Grenzgebiet. Das ist Ringingen. bei Ringingen. Erbach. Ja, ich weiß auf jeden Fall, ich bin Neu-Ulm unten vorbeigefahren, um dich zu besuchen und habe eine Gondel geholt. Ne? Ja, genau. So haben wir uns kennengelernt, da war ich mit der Gondel unterwegs. Einer richtigen Gondel, echt. Die beim Elmar steht? Ja, die beim Elmar steht. Ja, die haben wir hinten drauf gehabt, mit dem Allrad im Winter geholt. Ja, genau. Da bist du gerade umgezogen gewesen. In die Schreinerei. Ja, und jetzt ziehen wir dann bald wieder um. Wieso? Ein neues Gebäude dann. Noch größer? Muss, ja. Weißt du ja selber. Ja, das ist nur Wachstum und weniger Geld. Ne? Wachstum, weniger Geld. Ja. Und was machst du eigentlich beruflich? Weil das wissen die vielleicht gar nicht. Auspuffanlagen. Auspuffanlagen. Ja. Exos. Und die kann man sich morgen da anschauen. Die kann man sich anschauen. Bei dir am Motorrad auch, manche Y-Rohr Ja, und so. ja. Ja. Manches lässt ja bei SR Racing machen. Das Ist sind die ja ganzen ganz Ackers. okay, Ja. weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Oh, das ist Ja. keine Konkurrenz, glaube ich. Nein, Ich denke, das sind doch wir alles sind nur... gute Ja. Kollegen alles und der Markt ist gut. Ja. Ich glaube, du wirst gar nicht nachkommen irgendwann mal. Irgendwann schafft man es nicht mehr, oder? Das ist doch okay so. Das ist übel, wie viel Arbeit es da draußen gibt. Ne? Ja. Das ist jetzt alles behind the scenes. Morgen sind wir auf seinem Stand. Ne? Müssen wir Ja. 2 Videos machen. Ne? Oder können wir da jetzt noch? Ist schon auf. No, da ist schlecht. Ja, machen wir. Ja. Ja. Ihr könnt auch da vorne schauen, Renard zum Beispiel, Den der kenn hat ich, ja. Auspuffanlage von uns. Der kommt doch auch zu mir immer. Der ist genial. Na, Ja, der ja, Hausen. der weiß. Ja. Ja. Der war ja unterwegs, Ja. von dir zu uns und wieder zurück. Ja, ja, das ist immer ein Ball. Wo wollen sie noch hingehen? Ja, genau. Bleibt nicht viel übrig. Ne? Wir sind eine kleine Gruppe von Menschen. Ja. Und jetzt verbietet sie uns sogar schon Das Bier trinken. Glasflasche auf einer Veranstaltung, die noch gar nicht losgegangen ist. Obwohl Also- das ja eigentlich mitunter eines von den besten Biere ist, was es gibt. Bergbier und Günzburger und Ulmer. Das ist Schleichwerbung. Ja. Nee, das ist keine Nein, Schleichwerbung. Das das ist ist Wahrheit. eine Behauptung. Das ist, Offensichtlich. das ist offensichtlich, das ist Wahrheit. Kriegst du es auf? Ja, ja. Andere haben in den Buch. Ein Bier, aber dann kommen die und sagen, Ja, am Glasflasche. am Vergaser aufgezogen. So, Prost. ja, auf eine gute Veranstaltung.
Vom Hubert kriegst du mir mal gute Bierflaschen geschickt. Ja, sind immer mal welche drin. Sind aber wenig, aber, ne? Kann das sein? Hast du nichts mehr so viel Bier? Ja, scheiße, ne? Das ist wegen Ukraine wahrscheinlich, ne? Wegen dem Getreide, Weltgetreidemarkt und so, ne? Das ist es, Ja, ja. Deshalb, die Gerstepreise gehen nach oben, Weizen geht jetzt noch. Deshalb Weizenbier. Aber dann gucken wir uns morgen bei dir um. Machen wir so. Ja. Machen wir mal einen Cut, oder?